Heute habe ich mein Travel Sax aus dem Instrumentenkoffer geholt und in diesem kleinen Tutorial möchte ich dir zeigen, welche Schritte du unternehmen musst, um diesem elektronischen Blasinstrument die ersten Töne zu entlocken. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video über das Travel Sax von Odyssey Music. In meinem ersten Video habe ich das Travel Sax ausgepackt. Falls du dieses Unboxing-Video verpasst hast und es gerne noch anschauen möchtest, dann findest du den Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video unten. Falls du das erste Mal auf meinem Kanal bist und dich für elektronische Blasinstrumente interessierst, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst, um mit dem Travel Sax zum ersten Mal loszulegen. Ich werde auch die 3 Saxophon-Sounds, die in der Travel Sax App integriert sind, kurz anspielen, damit du eine Vorstellung davon erhältst, wie das Instrument klingt. Um mit dem Travel Sax zu spielen, benötigst du logischerweise das Travel Sax, dann ein Mundstück deiner Wahl. Ich habe hier das mitgelieferte Standard-Mundstück und dein Smartphone. Beim Standard-Mundstück habe ich ein altes Kunststoffrohrblatt eingespannt, ungefähr so wie ich es auf meinem normalen Saxophon einspanne. Das Blatt spielt ja keine Rolle für den Klang des Instruments, deshalb spielt es auch keine Rolle, welche Art von Blatt du aufspannst. Den Hals des Travel Sax, wo das Mundstück aufgesetzt wird, habe ich übrigens mit etwas Korkfett eingeschmiert, damit ich das Mundstück leichter auf das Instrument aufsetzen kann. So. Um das Travel Sax einzuschalten, musst du auf der Rückseite, gibt es einen Einschaltknopf, einmal drücken, dann leuchtet ein Lämpchen auf und das Travel Sax ist eingeschaltet. Die Bluetooth-Funktion ist übrigens automatisch eingeschaltet, die kann man nicht separat ein- oder ausschalten. Auf meinem Smartphone starte ich nun die Travel Sax App. Die kannst du kostenlos herunterladen im Play Store bei Google oder im App Store, wenn du ein iPhone hast. In der App klickst du nun auf Connect Your Travel Sax. Dann wird über Bluetooth das Instrument gesucht und mit dem Pair kannst du die 2 Geräte, das Smartphone und das Travel Sax, miteinander verbinden. Bisher hat das bei mir ausnahmslos, reibungslos funktioniert. Ich habe das zwar noch nicht hunderte Mal gemacht, aber diese Herstellung der Verbindung mit der App funktioniert wirklich ausgezeichnet. So, nun kann das Travel Sax gespielt werden. Eingestellt ist standardmäßig der Alt-Saxophon-Sound. Als ich mein Travel Sax zum ersten Mal eingeschaltet und mit der App verbunden habe, bin ich zuerst etwas erschrocken, weil ich im Klang beim Spielen dauernd ein Knistern hatte. Ich habe zuerst befürchtet, dass ein Gerät bei mir zu Hause die Verbindung zwischen Travel Sax und der App stört, also beispielsweise das WLAN. Das Problem lag aber in der Latenz, das heißt in der Verzögerung, die es gibt zwischen dem Zeitpunkt, in dem ich in das Instrument blase und dem Zeitpunkt, in dem die App den Ton erzeugt, den man hört. Idealerweise gibt es natürlich keine Verzögerung zwischen dem Instrument und dem Smartphone, aber das ist leider über Bluetooth nicht möglich. Deshalb ist das Ziel, eine möglichst kleine Verzögerung zu haben, die man beim Spielen gar nicht wahrnimmt.
Beim Travel Sax liegt die Latenz laut Odyssey Music bei ungefähr 5 Millisekunden. Du kannst aber in der App die Latenz leicht anpassen, das heißt, es gibt eine Einstellung klein, mittel oder hohe Latenz, und nachdem ich das verändert habe von low, tiefer Latenz auf mittel, hat sich das Knistern im Ton erledigt und war nicht mehr hörbar. Dieses Problem mit der Latenz gibt es übrigens nur bei der Bluetooth-Verbindung. Wenn du das Travel Sax mit dem USB-Kabel beispielsweise an deinen Computer anschließt, dann hast du diese Verzögerung nicht, hast du dieses Latenzproblem nicht. So, nun gibt es auf der Travel Sax App noch das Tenorsaxophon. Dazu kannst du einfach nach links wischen und das Instrument wird geladen. Das funktioniert nach meiner Erfahrung bisher relativ zuverlässig. Die App ist mir beim Instrumentenwechsel vielleicht 2- bis 3 Mal schon abgestürzt, aber das ist wirklich die Ausnahme. Meine bisherige Erfahrung mit der Mechanik des Travel Sax ist, dass sie sehr gut funktioniert. Also ich habe mich sehr schnell zurechtgefunden. Aus meiner Sicht ist es sehr gut umgesetzt, wie die Mechanik für das Travel Sax angeordnet ist im Vergleich zum normalen Saxophon. Am meisten Mühe bereitet mir noch die Oktavklappe. Ich weiß aber nicht ganz genau weshalb, denn Form und Anordnung der Klappe entspricht wirklich sehr gut meinem Altsaxophon. Gut, und dann gibt es noch das Sopransaxophon. Auch dazu kannst du in der App einfach wieder nach links wischen und das Sopransaxophon wird geladen. In der Konfigurationseinstellung der Travel Sax App kannst du übrigens auch die Sensibilität des Anblassensors etwas verändern. Ich habe diese Einstellung für mich etwas angepasst, weil das Instrument für mein Empfinden zu wenig sensibel auf mein Blasen reagiert hat. Verändern kannst du übrigens auch, wie sensibel die Klappen und die Tasten beim Travel Sax reagieren. Das heißt, wie lange oder wie kurz du auf die Klappen drücken musst, bis der entsprechende Ton erklingt. Wenn also die Grundeinstellungen im Travel Sax zu wenig deinem Spielverhalten entsprechen, dann kannst du mit Veränderungen in den Konfigurationen der Travel Sax App das Travel Sax noch etwas besser deinen Bedürfnissen anpassen. Ich persönlich werde die Travel Sax App in der vorliegenden Form wahrscheinlich eher selten nutzen. Ich finde die Saxophon-Sounds zwar recht gut gelungen, die in der App gespeichert sind, aber nur 3 Sounds sind für mich etwas wenig. Ich habe lieber etwas Abwechslung, deshalb werde ich das Travel Sax wahrscheinlich weniger mit der App, sondern mehr über den PC nutzen mit einem anderen Programm. Wenn du aber zu Hause im Garten oder irgendwo unterwegs mit dem Travel Sax etwas spielen willst, dann ist das mit dem Instrument und der App auf dem Smartphone und einem Kopfhörer sehr gut möglich und du musst dazu keine umfangreiche Ausrüstung mitschleppen. So, nun hoffe ich, dass du mit diesem Video erfahren hast, wie das Travel Sax im Grundsatz funktioniert und wie die 3 Sounds klingen, die auf der Travel Sax App gespeichert sind. Und falls du selbst ein Travel Sax hast, dass du nun die ersten Schritte auch wagen könntest mit diesem Instrument. Fragen und Bemerkungen kannst du wie gewohnt in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Ein Klick auf den Daumen freut mich natürlich auch. Für heute war es das aber. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.